herzlich willkommen zum neuen Video bei LCE Performance. Wir wollen euch heute in dem Video mal ein kurzes Update geben über die Sportquadros, die wir gerade bauen, der aktuelle Stand, was so los ist bei uns und man kann es schon vielleicht hier erkennen, hinter mir steht schon der erste Sportquadro, nämlich unser eigener. Also das heißt, wir haben jetzt einen neuen Sportquadro gebaut. Das ist quasi ein Vorführfahrzeug von uns. Man hat es auch schon jetzt öfter auf Instagram mal gesehen. Der ist Oak Green Metallic, also wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Sieht hier, wenn das Licht nicht so drauf scheint, eher ein bisschen dunkel aus, aber dann, wenn das Licht kommt, sehr, sehr schönes Grün. Dann hier das erste Highlight, unsere 9,5×17 Felge mit ET0 gibt es jetzt zu kaufen mit Zulassung und wir konnten uns noch nicht ganz entscheiden, ob weiß oder schwarz. Könnt ihr auch mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, das nächste Highlight, unser Leuchtenband hinten mit dem klassischen Coupé-Schriftzug. Auch eine Nachfertigung von uns in Kooperation mit einer anderen Firma mit E-Prüfzeichen, genauso wie die beiden Rückleuchten. Und ich habe hier die Tür schon mal aufgemacht. Jetzt zum Innenraum. Das ist unser Vorführfahrzeug, das heißt, wir wollen mit diesem Fahrzeug zeigen, was wir so umsetzen können. Und wir haben uns hier entschlossen, einen hellen Innenton zu nehmen. Passt meiner Meinung nach sehr, sehr gut zu dem Grün. Und es fängt schon an, hier in der Tür. Also wir arbeiten da mit einem sehr, sehr guten Sattler von uns zusammen, der macht alle unsere Sattlerarbeiten. Wenn es da irgendwie Bedarf gibt, kann sich da auch gerne an uns gewandt werden. Wir kümmern uns da gerne drum. Das Wabenmuster, das wir hier in der Tür haben, das haben wir auch hier im Sitz. Das geht hier oben los, hier runter, hat überall eine grüne Naht, man sieht es hier ganz gut, soll einfach die Außenfarbe in den Innenraum bringen, haben auch hier oben diese Einsätze in Oak Green Metallic lackiert. Hier unser LCE-Logo, das ist gelocht. Der Schaltknauf, auch ein absolutes Highlight, der liegt sehr, sehr gut in der Hand, ist ein bisschen aufgefüllt hier mit der Naht. Hier oben das LCE-Logo noch mit drin, die Handbremse auch komplett bezogen und dann natürlich noch das Dashboard. Das Dashboard bieten wir ja quasi in Leder, in Alcantara oder in Vollcarbon an. Wir haben es jetzt einfach mal überzogen, damit man auch mal sieht, wie perfekt hier wirklich gearbeitet wird. Also diese Nähte sind wirklich der absolute Hammer. Dann haben wir uns in dem Fahrzeug natürlich klassisch zu einem Hebel, zu einer manuellen Betätigung der Scheibe entschlossen. Wir haben ja auch schon Sportquadro jetzt gebaut mit elektronischen Fensterhebern, den zeige ich euch nachher noch. Und auch hier, das ist ein Originalteil, die Tür, mega, mega schön. Das Lenkrad ist natürlich gerade nicht das Lenkrad, das dann final reinkommt, das ist einfach nur für die Werkstatt, weil das ja doch mal mit vielleicht ein bisschen öligen Händen angefasst wird. Da sind normal auch Sitzbezüge drin, die liegen gerade da drüben, also keine Sorge, es setzt sich niemand so in das Fahrzeug mit Arbeitsklamotten. Hier sieht man noch ein Handschuhfach, auch einfach ein bisschen mehr Verstaumöglichkeiten und wir haben uns bei diesem Fahrzeug dazu entschlossen, keinen sichtbaren Käfig zu bauen. Das heißt, das Auto hat eine Rückbank, man kann es jetzt nicht wirklich Rückbank nennen, weil halt hier nicht mal 2 Finger dazwischen passen, aber man hat einfach nicht diesen auffälligen Käfig im Auto, so sieht das Ganze ein bisschen klassischer und entspannter aus. Mit diesem Käfig ist natürlich schon sehr racy das Ganze. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist hier hinten die Hutablage, die ist gerade noch beim Sattler, die wird noch gemacht. Und übrigens, das ist eine von 7 oder 8 originalen Scheiben, die wir aktuell haben. Also man sieht auch hier diese Heizdrähte mit dem Quattro. Das ist eine Originalscheibe, die haben wir so noch gefunden. Eine echte Rarität, die kann quasi fast mit Gold aufgehoben werden. Und das Auto steht nicht umsonst hier auf dem Prüfstand. Wir werden das Auto heute zum ersten Mal, oder wir werden mit der Abstimmung anfangen heute. Da gibt es nachher später im Video auch auf jeden Fall nochmal eine Einblendung, weil das sollte soundtechnisch schon auch sehr, sehr gut werden. Würde ich sagen, schauen wir mal kurz weiter, weil wir haben da noch ein paar andere Sachen, die euch bestimmt sehr gefallen. Hi Matze. Hi. Genau, wir gehen hier mal in die Werkstatt. Dann geht es hier weiter. Das ist der nächste Kundensportquadro. Mal wieder ein roter. Ich denke, da werden sich sehr, sehr viele Leute drüber freuen, da ja der rote, den wir früher hatten, auch echt euer Liebling war.
Man sieht ja schon, die Jungs haben hier schon angefangen, ein bisschen die Öl- und Benzingeschichten zu verbauen. Das Fahrwerk ist schon drin, das wir zusammen mit Kavea abgestimmt haben. Dann haben wir hier unsere Bremse. 4-Kolben-Bremse für vorne. Die kann in jedem Fahrzeug mit Audi S2 Achstechnik gefahren werden, kann abgenommen werden über eine Einzelabnahme. Also wer es nicht im Sportquattro fahren möchte, die Bremse hat sogar Zulassung. Hat uns auch sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit gekostet, aber am Ende muss einfach eine gute Bremse her für gute Ergebnisse. Man sieht hier, das ist wieder ein sichtbarer Käfig, der fängt hier im Einstieg schon an, aber man hat hinten nur eine Querstrebe. Ich zeige euch gleich noch ein anderes Beispiel. Und ja, sehr, sehr schönes Auto. Hier unsere Rückleuchten sind auch schon wieder drin. Wie man sieht, vom Fitment her wirklich absolut perfekt. Da haben wir uns richtig viel Mühe gegeben in der Entwicklung. Und jetzt gehen wir hier mal weiter. Wir wollten zu diesem Fahrzeug, also da machen wir auf jeden Fall noch ein anderes Video, aber ich zeige euch jetzt schon mal, was da in nächster Zeit noch kommen wird. Und zwar haben wir vor 4 Wochen oder so mal ein Video gemacht über ein 10V-Projekt. Und jetzt ist die Karosse dazu da. Und ja, das sieht wirklich sehr, sehr sexy aus. Das ist das Carbon Body Kit, wie man sehen kann. Ist ein breites Bodykit auf einem langen Quattro, Urquattro. Hier vorne die Motorhaube komplett aus Carbon, die Anbauteile, die Tür in diesem Fall nicht. Dann haben wir hier hinten auch wieder einen Käfig, auch aber nur mit einer Querstrebe, also nicht ganz so krass. Ich zeige euch gleich noch ein anderes Beispiel dazu. Und ja, so sieht die Karosse aus. Da werden jetzt noch ein paar Kleinigkeiten angepasst. Dann geht die Karosse zu unserem Lackierer und dann denke ich mal, der Motor ist ja auch schon fertig eigentlich. Kann es da auch bald losgehen mit dem Auto. Wird auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich denke auch für die YouTube-Videos wirklich was zum Gucken. Und dann haben wir hier noch, oh je, ein bisschen eingeparkt, noch eine andere Karosse, nämlich eine weiße. Auch von dem Kunden, hier das Fahrwerk auch schon drin. Und was ich jetzt vorher meinte, wir haben hier wirklich den großen Käfig drin. Das heißt, der hat das große X, was auch sehr schön ausschaut, wenn man sich das Ganze von hier anschaut. Sehr symmetrisch alles, sieht mega gut aus. Danke fürs Licht, wer auch immer das angemacht hat. Ja, weiße Karosse, wird auch ein sehr, sehr schönes Auto. Ist, glaube ich, der erste weiße, den wir jetzt bauen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was so eure Wunschfarbe wäre, wenn ihr euren eigenen Sportquattro machen würdet. Und ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Jetzt geht der grüne Sportquattro auf den Prüfstand und wir melden uns nachher nochmal. Bis gleich. Aber bevor wir jetzt mit dem grünen Sportquattro weitermachen, es gibt ja noch einen anderen Sportquattro. Da gab es schon mal 2, 3 Videos drüber. Und zwar ist das hier der schwarze. Den haben wir ganz vergessen. Schwarzer Sportquattro, goldene BBS, und um da auch auf den Innenraum noch näher einzugehen. Das Auto ist jetzt fast fertig. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten im Innenraum, aber wir warten jetzt gerade noch aufs Wertgutachten und dann geht das Auto auch in den Norden Deutschlands. Ja, der Kunde hat sich Einstiegsbeleuchtung gewünscht. Gibt's. Einstiegsleisten. Gibt's. Und dann geht's schon los. Hier haben wir wieder die Waben. Alles in Alcantara mit blauen Ziernähten. Die Waben finden wir dann auch wieder hier im Sitz. Da haben wir das Recaro-Logo noch reingelasert. Das sind originale Sitze. Hier auch noch mit der elektronischen Steuerung, Verstellung. Genau, Sitz auch komplett Alcantara hier, Leder da, blaue Ziernähte überall. Dann blaue Gurte. Sieht das nicht geil aus? Passend zu den Bremssätteln. Dann das komplette Dashboard Alcantara. Dachhimmel komplett Alcantara. Hier, das ist die Klimaanlage. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass wir da jetzt ein System gefunden haben für, dass wir eine Klimaanlage einbauen können. Klimaanlage kann auch einfach dann hier unten gesteuert werden. Hier kommt natürlich noch was drüber. Das war das, was ich meinte, mit noch nicht ganz fertig. Dann haben wir hier den Schaltknopf. Schaltzack auch komplett Alcantara. Hier elektronische Fensterverstellung. Also einfach auf den Knopf drücken, fährt es hoch wie in einem modernen Auto. Hier dann Anzeigen, Öldruck, Batteriespannung, Tacho bis 300 und
das schöne Lenkrad, auch komplett in Alcantara mit 12 Uhr Markierung. Also wirklich absoluter Traum. Jetzt geht's zum Prüfstand.